Hallo und willkommen zu einer kurzen Sondersendung am späten Abend hier auf Jurassic Pets. Wie sich's in Terraristikkreisen vielleicht schon rumgesprochen hat, halten wir seit kurzem ein Monokel-Kobra-Pärchen, und zwar Leucisten. Das sind ganz extrem seltene Tiere, und was uns halt sehr, sehr stolz macht, vielleicht haben wir sogar die längste Schlange als Leucisten der Welt. Und zwar gibt es wohl in Kalifornien, so heißt es zumindest im Internet, ein Tier, welches 174 Zentimeter lang ist und gilt als die längste Leucisten-Monokel-Kobra. Wir haben sie momentan in diesem Quarantäneterrarium. Das hat die Außenmaße ca. 2,5 Meter. Und das Tier ist ausgestreckt von einem Ende, reicht es bis zum anderen. Das heißt, es ist circa oder knapp 2 Meter lang. Über die beiden gibt es dann demnächst auch eine Sondersendung, sobald sie in ihr neues Terrarium gezogen sind. Beinahe wäre das so nicht mehr möglich gewesen. Die Tiere entspannen gerade, und wenn man sie stört, sind diese unglaublich imposanten Kobras derzeit extrem aggressiv, sogar über das Maß hinaus, wie man es von den Monokel-Kobras ohnehin kennt. Wahrscheinlich liegt das am Reise- und Umzugsstress der vergangenen Tage und eventuell sogar diesem etwas kleinen Terrarium zu schulden. Ja, bei Jurassic Pets zeigen wir euch nicht nur, wie man es richtig macht, nein, insbesondere heute zeigen wir euch, wie man es falsch macht. Und ja, auch wir machen Fehler. Wir haben einen ganz fatalen Fehler gemacht, oder sagen wir, es ist Gott sei Dank nicht fatal ausgegangen, zumindest aber war es ein äußerst dummer Fehler. Wir haben nämlich gegen Prinzipien der Terroristik verstoßen, gegen welche man einfach nicht verstoßen darf. Zwar haben wir bereits andere Schlangen in Paare oder Gruppen gehalten, und grundsätzlich füttern wir ja alle unsere Tiere im Terrarium. Was man aber nicht tun sollte, wenn es eben in diesem Terrarium mehrere Tiere gibt. Es hat selbst bei den Boas diesbezüglich nie Probleme gegeben, aber wie immer, 1000-mal geht's gut und beim 1001. Mal geht es dann plötzlich schief. Hier sieht man, wie ich die Schlange mit einer Ratte aus dem Versteck locke. Die beißt dann zu, und natürlich nutzen wir die Gunst der Ablenkung und wollen die andere Schlange herauslocken. Die schaut zwar raus, das sieht man jetzt gerade hier nicht, beißt aber eben nicht zu. Und was passiert? Ja, es passiert das, was passieren muss. Die Ratte fällt aus der Zange und landet, sagen wir mal, ziemlich ungünstig. Jetzt entdeckt die Schlange zwar die Ratte, aber das Beutetier wird gerade von der anderen Kobra ziemlich stark in die Ecke gedrückt. Die Schlange kommt nicht ran, und noch ehe mein Kollege aus Spaß sagt, hoffentlich beißt sie auch in die Maus rein und nicht in die andere Schlange. Tötet die eine Schlange. Ja, da war es auch schon passiert. Die eine Kobra beißt die andere und beißt sich sogar fest. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso wir in dieser Situation noch weiter gefilmt haben, anstatt zu intervenieren, nein, das haben wir nicht aus Sensationsgier gemacht. Genauso wie ich war auch der Tim vollkommen geschockt. Der hat halt einfach die Kamera weiter drauf gehalten. Was man dann auf dem Video nicht sieht, die Schlange beißt sogar ein zweites Mal zu. Und zu allem Pech biss dann die andere Kobra auch noch die andere. Also ein Drama sondergleichen. Die Tiere waren kaum zu beruhigen, wie man es jetzt auch hier sieht. Also egal wie viel und wie oft wir gesprüht haben oder versucht haben, die beiden irgendwie mit Schlangenhaken abzulenken. Zwar sind diese Kobras gegen ihr eigenes Gift immun, werden aber zum Beispiel Organe getroffen bei dem Biss. So kann eine solche Verletzung tatsächlich zum Tode führen. Zweimal hatten wir also Glück im Unglück. Die Bissstelle waren im hinteren Drittel, sodass es zwar zu Schwellungen kam, aber die Katastrophe glücklicherweise ausgeblieben ist. Ich habe die Tiere dann eine halbe Nacht in 30-Minuten-Takt beobachtet, und Gott sei Dank befinden sich beide jetzt nach über 30 Stunden in einer guten, ja sogar normalen Verfassung. Also so wie es vor diesem Beißgelage auch schon gewesen ist. Die Schwellungen sind jetzt weg, und wir alle sind extrem erleichtert, dass es nicht schlimmer ausgegangen ist. Also es sind uns regelrecht Felsbrocken vom Herzen gefallen.
Nichtsdestotrotz ein absolut dummer Fehler, die Tiere in dieser Situation in einem dazu noch zu kleinen Quarantäne-Terrarium füttern zu wollen. Das war absolut vermeidbar. Daher merke, füttere niemals solche Tiere, insbesondere Kobras, zusammen in einem Terrarium. Das kann gut gegangen sein, wie es bei uns auch der Fall war. Wie gesagt, 1001 Mal. Und wir hätten fast diese Tiere verloren. Ich möchte es mir gar nicht ausmalen, was dann los gewesen wäre. Macht diesen Fehler nicht, nutzt eine Schluffbox oder ergreift andere Maßnahmen und erspart euch eine ähnliche Katastrophe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.